Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist mein erstes Epoxy-Video, ich hoffe es gefällt euch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen.
Okay. Hoppala. Wäre natürlich cooler, wenn die Form jetzt nicht kaputt gegangen wäre. Ich glaube, ich probiere das selber nochmal mit Öl. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Ne? Sieht schon nett aus. So. Ja, das ist schade. Ich experimentiere ja furchtbar gern. Ja, die schönsten sind jetzt leider kaputt gegangen. Und am besten wäre es natürlich, wenn man das Produkt nachher nicht schleifen müsste. Aber bei denen, ja. Probier's. Das ist jetzt ganz normales Leinöl. Ich pinsel das hier schön ein. Dann testen wir das gleich mal. Mit viel Glück reicht es sogar noch. Doch nicht ganz. War klar. Das nennt man Vorführeffekt. So. Ich möchte wissen, was jetzt dabei rauskommt, deswegen mache ich das auch nicht vollkommen gleich. Das darf trocknen. So. Spannung. Ich gehe davon aus, dass es noch sehr warm. Nein, also ich denke, das werden wir trotzdem kaputt machen. Mhm. Okay. Ist auch seltsamerweise noch sehr, sehr weich.
das nicht. Also die zwei sind echt gut geworden. Beim letzten ist, glaube ich denke, das Öl war dann doch nicht so gut. Und wird nicht fest, so richtig. Leider. Aber egal. Wir haben es ausprobiert und darauf kommt es an. So. Ich wollte so Ohrringe machen. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, was ich mir so ausgedacht habe. Übrigens, total schönes Wetter heute. Hier bin ich an meinem Arbeitsplatz. Macht voll gute Laune. Und jetzt geht's weiter. Ich habe mir jetzt mal meine alte Matte geholt. Und weil ich die neue noch nicht dreckig machen möchte. Die ist noch so schön. So, warte mal. Er ist jetzt doch. Ich finde es immer noch sehr weich, aber es ist doch ein bisschen fester geworden. Aber die. Also keine Ahnung. Es ist seltsam. Wirklich seltsam. Naja, gut. Und hier sieht man, wie die Matte nach ein paar Mal benutzen aussieht. Ganz sauber kriegt man die nicht mehr. Leider. So, Test. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut sehen. So. Mal gucken. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dann jetzt eine andere Farbe nehme oder nicht. Ich schau mal. So, jetzt habe ich ja mal ein paar Farben zur Auswahl. Ich weiß nicht, was da am besten passt. Ich will mal ganz kurz entspannen und drüber nachdenken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch am besten gefallen würde. Können auch überhaupt. Ich meine, es sollen ja nachher Ohrringe werden. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Wir können ja überhaupt mehrere Farben verwenden. Dann. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will ja schon, dass sie irgendwie so ein bisschen frühlingshaft ausschauen. So Richtung Sommer wäre auch super. Gut. Ich versuche jetzt einfach mal die grüne Farbe.
Die Farben habe ich von Amazon, die verlinke ich euch nachher. Einfach in der Videobeschreibung. Und ich sage es gleich dazu, ja. Es ist natürlich ein Affiliate-Link, ein Partner-Link. Ihr wisst ja mittlerweile, glaube ich, was das bedeutet, dass ich eine kleine Provision bekomme, wenn ihr das über den Link bestellt, aber ihr zahlt nicht mehr dafür. Also ihr könnt mich so quasi kostenlos unterstützen. Ihr zahlt natürlich das Produkt, das ist nicht kostenlos, aber die Unterstützung ist nachher schon kostenlos. So, ich bin gespannt. Die Farben probiere ich auch zum allerersten Mal aus. Dann können wir gleich mal testen, ob die auch so gut sind und ob es sich lohnt, die eventuell nochmal zu holen oder eben nicht. Lustigerweise, jetzt weiß ich gar nicht wo. Jetzt habe ich die andere Farbe verloren. Gefunden. Die hier ist von Wish, habe ich einfach mal ausprobiert. Ja, ich finde sie super. Das ist so ein bisschen, hat einen Effekt natürlich drin. Aber war jetzt auch nicht ganz billig für Wish. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Müsste ich nachschauen. Ich weiß nur so ungefähr, dass das nicht so günstig war. Wie man es von Wish eigentlich gewohnt ist, sagen wir es so. Also farblich, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das echt gut. Ja. Wenn ihr Epoxy, also mit Epoxy arbeitet, nie ohne Handschuhe. Wirklich. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte. Nie ohne Handschuhe. Kriegst das Zeug einfach gar nicht mehr ab. Und das hier ist UV-Epoxidharz. Macht sich natürlich für solche Videos viel, viel besser, weil du einfach viel, viel schneller bist. Beim normalen Epoxidharz musst du eigentlich 24 Stunden warten. Ja, dann kann so ein Video sich schon mal in die Länge ziehen. Was ich sagen muss, bei dem Epoxidharz hier, was ich verwende, das darf nicht, auch wenn es schon ausgehärtet ist, nicht zu viel in die Sonne, weil das leicht vergilbt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ein besseres Epoxidharz, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich interessieren, weil ich jetzt gar nicht so viele UV-Epoxid-Harze gefunden habe. Ja, und ich probiere gerne andere Sachen aus. Ne? So, das tun wir mal auf die Seite. Es ist, die Farbe ist auch. Wir haben auch viele Effekte. Also, hallo? Sprachwasching, ich liebe es. Der Effekt dieser Farbe gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist ganz, ganz ähnlich wie zum Lila, zum Violett. So, Test. Ich bin immer so aufgeregt. So. Das war mal anders.
Das machen wir anders. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Habe ich auch noch nie aus. Ah, funktioniert echt gut. Sehr schön. Ich dachte immer, es wäre zu dick, das Epoxidharz, aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. So. Schauen wir mal. Test. Ja. Okay. Ja. So. UV. Diese Lampe ist recht klein, ein bisschen windig, aber sie leistet guten Dienst. Und was cool ist an dieser Lampe, sie geht automatisch aus. Also du musst quasi den Durchgang zweimal durchlaufen und musst gar nicht auf die Zeit achten, sondern kannst dich vollkommen auf die Lampe verlassen, die von selber dann einfach ausgeht. Ja, passiert. Nochmal. Was halt dann beim UV-Epoxidharz nicht so cool ist, man darf nicht zu viele Pigmente verwenden, weil das Epoxidharz dann nicht ganz durchtrocknet. Also das kann natürlich passieren. Aber ich finde, ich habe hier schon recht viel verwendet und ist echt viel Pigment drin. Und ist trotzdem wirklich, das ist hart geworden. Wie gesagt, das zweite nur nicht wegen dem Öl, das dritte meine ich. Aber das hier ist super. So, schauen wir mal. Ein Haar. Aha. Okay. Okay. Test. Ich drehe das Ganze jetzt mal um und versuche, dadurch, dass die Matte etwas durchsichtig ist, das von unten nochmal zu beleuchten. So. Hoffentlich geht das. Ich bin ja gar nicht ungeduldig. Mach schon! Okay. Das habe ich ganz vergessen. Haben wir schon ein zweites Mal? Test. Ich versuche es einfach lieber nochmal, bevor das nicht ganz durchgehärtet ist. Also wenn das jetzt noch durchhärtet auf der Rückseite, dann bin ich vollkommen zufrieden. Aber schauen wir mal. Ja. Spannung. Tada. Ich würde fast sagen, das hat funktioniert. Zumindest da. Ja. Gut zu wissen. Leider ist es hier ein bisschen... Vielleicht hätte ich nicht so viel Epoxidharz verwenden sollen, dann wäre das eventuell auch nicht so weit rausgelaufen. Aber ja. Schleifen wir nachher. Na gut. So. Jetzt muss ich mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Meine Katze hat Hunger. Aber vielleicht schaffen wir bis dahin noch irgendwas.
So, wie weiter? Klebt das noch? Ja, das würde ich schon empfehlen. Also bei dem UV-Harz würde ich das vielleicht danach nochmal ein bisschen in die Sonne legen, weil das ist dann wirklich voll durchgehärtet, wenn es noch so ein bisschen klebt. Ich finde, hier oben passt es super. Könnt natürlich, vielleicht mache ich das auch, nochmal schnell nebenbei die Lampe anmachen. Ich habe ja hier noch ein paar Sachen. Mal schauen, wie wir das weiter fortführen. Vielleicht jetzt mal so kleinere Ringe. Und sehr klein. Sehr gut. So. Ja. Egal. Er ist schon durchgehärtet, aber es klebt halt noch ein ganz leicht, ein kleines bisschen. Das passiert meistens. Okay, wobei. Ja, den nehmen wir. Ich möchte natürlich, dass der Ring komplett schließt. Also die Gefahr einfach verringert ist, dass das Epoxidharz da rauslaufen kann. Nicht zuletzt schaut es natürlich auch besser aus. So. Numero uno. Das wäre es natürlich cool. Ich denke, ich bleibe bei den zwei Farben. Nicht, dass es zu viel wird. Wenn wir da jetzt wieder mit Lila fortfahren. Kommen natürlich nachher noch Verbindungsstücke rein. Wie, weiß ich jetzt selbst noch nicht. Entweder nur ein Tropfen mit Epoxidharz verbunden. Ich hoffe, das hält, oder? Oder mir fällt da gerade sowas mit Angelsehne ein, aber mal schauen. Das geht noch. Ah, das Grün drin. Ups.
Stücke lieber nochmal auf die Seite. Ah ja, das ist eine einfache Pralinenform gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich glaube, die war von... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das ist keine Werbung. Die war von Lindt, glaube ich. Sonst geht Toffifee-Formen gehen natürlich auch. Alles, was ihr so im Müll quasi finden könnt, könnt ihr auch verwenden. So. Was natürlich immer wichtig ist, und ja, ich weiß, das ist eigentlich selbsterklärend und das müsste man eigentlich wissen, aber es passiert mir echt ganz, ganz oft, dass ich die Epoxidharz-Schalen hier irgendwo stehen habe und die UV-Lampe anmacht. Und auch wenn die nur hier steht oder nur in der Nähe, wird es leider hart. Und ja, ist nicht erfreulich. Deswegen habe ich mir aus Pappe, zeige ich euch gleich, sowas hier gebaut. Das ist ja ganz easy, oder? So. Und dahinter stelle ich halt dann meistens die Epoxidharze und dann passiert da auch nichts. So, noch einmal. So, nicht den gleichen Fehler machen wie vorher. Einmal umdrehen. Einmal. Lampe an. So, nebenbei kann ich euch zeigen, was für mich leider nicht funktioniert hat. Ich war gestern spazieren und habe mir gedacht, ja, nimmst halt schöne Blumen mit und frierst die zu Hause ein. Aber es hat leider nicht funktioniert. Zumindest mit denen jetzt nicht. Gut. Schauen wir mal. Einmal umdrehen. Umdrehen. Noch einmal. Okay, ich finde, bei denen hat es wirklich ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß nicht, wenn man die jetzt trocknet, dann ist halt die Farbe nicht mehr so schön. Das ist ja auch nicht ganz so toll. Aber manche gehen. Na, schauen wir mal. Aber besser fürs Epoxidharz ist natürlich trocknen, weil dann weniger Blasen aufsteigen. Naja. Wir werden es eh sehen. Ah.
So ungefähr nachher. Ich werde es noch ein bisschen länger machen. So. Es hat ja auch wirklich besser funktioniert. Da ist fast nichts am Rand rausgelaufen. Also zumindest muss man das nicht schleifen. Bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Okay. Gucken, ob der Ring zu ist. Das schaut ja ganz gut aus. So gefällt das. Das reicht. Okay, auf geht's. So, Vorsichtsmaßnahme, was ich leider auch schon öfter gemacht habe. Man sollte nicht in dieses UV-Licht reinschauen, das ist nicht gut. Und auch für alle, die sich gerne lange Fingernägel machen lassen, es lässt die Haut wirklich viel, viel schneller altern. Deswegen habe ich immer normale. Nee, ich habe normale, meistens kurze Fingernägel, weil sie mir sowieso immer abbrechen, wenn ich irgendwas bastel oder weiß ich nicht was. Ich bin nur am Werken und ja, das lohnt sich bei mir leider nicht. Obwohl ich sie echt cool finde. Ich würde halt auch gerne mal welche. Aber ja, kann ja nicht alles haben, ne? Gut, zweimal. Gut, gut.
So, meine Lieben. Also, jetzt haben alle Stücke fertig. Ich werde schnell meine Miezi füttern und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schauen wir mal, wie wir das am besten verbinden. So, ich versuche das jetzt mal hier so ganz leicht mit 1803er Schleifpapier wegzuschleifen. Ding dong! Das mache ich jetzt aber nicht hier. Das wäre zu dreckig. So, das geht auch ganz gut. Ich versuche das jetzt einfach mit Epoxidharz dort zu befestigen und hoffe, dass es reicht. Ich habe auch die offene Seite darin befestigt. Das ist einfach so besser halten sollte. Ah, nicht abhauen. Yeah. So.
So, und ich hoffe, ich schaffe das jetzt wieder. Ja. Okay, das wird schon funktionieren. Jetzt ist mir leider ein bisschen Epoxidharz in den Ring gelaufen, wo es nicht sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Das ist hier oben. Aber ich denke, ich versuche es jetzt gleich durchzustechen. Es müsste funktionieren. Okay, also Fazit, besser ist, einem passiert das nicht. Jetzt darf ich das wiederholen. Okay. Also, aber andererseits funktioniert also hält das viel, viel besser, als ich gedacht habe. Ist fast unkaputtbar. Was natürlich ein Vorteil ist nachher beim Tragen. So. Schauen wir mal. Ah. Ja, bin ich schon zufrieden. Da ist jetzt ein bisschen Epoxidharz, aber das ist nicht schlimm. Das kann ich locker nachher abschleifen. Ja. Ich sehe gerade, hier sieht man auch, was sicher auch schön ausgesehen hätte, wenn man den ersten Teil mit Farbe füllt und den zweiten Teil einfach glasig, also ganz durchsichtig macht. Dann finde ich, hat das auch noch einen schönen Effekt. Na gut, fahren wir fort.
So, meine Lieben, danke fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich hänge gleich noch ein Foto dran und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!